Hey, baby, what's up, man? Okay. Ja, moin Leute, was geht denn hier? Destiny, ne? Der hier, The Final Shape Stream. Moin. Ja, erstmal, es gibt lieber unten weiter, ne? Jetzt kommt erstmal ein Lava-Part. Wir beginnen gleich. Übrigens, kurzer Spoiler, man kann hier schon skippen. Also, ich war schon drinne. Ich bin auch irgendwie zufrieden, dass Bungie das jetzt schon so veröffentlicht hat und nicht noch 10.000 Stunden weiter streamt, ohne irgendwas zu senden. Ja, mein Crap-Outfit, ich hatte keine Zeit, das alles richtig zu machen. Ich bin ein bisschen angepisst, weil ich jetzt das schon 3-4 Mal nochmal versucht habe, das neu aufzunehmen, aber ich will ein bisschen authentisch bleiben, deswegen, hey Leute, wir gehen jetzt direkt rein. Ja, und deswegen, ich hau jetzt erstmal raus, so, was ich so erwartet habe, ne? Also meine Erwartung über den Stream, bevor ich es gesehen habe, war natürlich, also auf jeden Fall, ich bin gerade irgendwie so angepisst, dass mich das irgendwie beim Gedenken blockiert. Ja, also, meine Erwartungen waren so, wir droppen in den Tower, in diesen Traum-Tower oder in diesen Erinnerungstower, den wir im Traveler dann haben, in diesem alten Destiny 1 Tower. Und, keine Ahnung, wir gehen an bestimmten Bereichen vorbei, hat man ja schon gesehen, letztes Jahr, da hatten die ja so einen fetten Ghost gezeigt, der so in der Umgebung eingebaut ist, weil sich ja unsere Erinnerungen manifestieren in der Umgebung. Und, habe ich gedacht, das wird kommen und es wird dann auf jeden Fall ein Subjugator-Encounter kommen. Und vielleicht Kate, hätte ich so gedacht, das wären so die drei, ja, ich weiß nicht so, die Placing Stones, die sie so reinsetzen, das muss da passieren. Kam halt natürlich anders. Oh, meine Haare wäre für mich. Und ja, okay, ohne jetzt noch irgendwie Zeit zu vergeuden, wir gehen halt mal straight rein, ne? Ich wollte jetzt trotzdem nochmal überprüfen, also es geht gleich los, ne? Ist meine Kamera so sehr im Bilde? Ich werde mich mal... Kleiner Ziel. Hallo, bitte, den Cam Controller. Thank you very much. Ja, noch ein Stückchen. Ich will doch nur meine Cam. Okay. Das denke ich mal, dürfte jetzt echt nicht mehr nerven. Ist eigentlich auch ein neues OST hier im Background, ne? Okay, jetzt halte ich mal mein Maul. Hey everyone, this is Luke from the Destiny team. The final shape is the culmination of a 10-year journey. A journey that began on the Cosmodrome, took you to the moon, Venus, Mars, the reef, and beyond. It's a journey that'll end inside the Traveler with you facing the Witness. But facing the Witness is not the end of Destiny 2, and it's definitely not the end of Destiny. After you face the Witness, we're going to tell you what's coming next to Destiny 2 and beyond. We'll see you soon. Oh Leute, jetzt kommt der Black Screen, bevor der Trailer jetzt beginnt. Ne? Das ist so ein Ding, was ich mal ansprechen möchte. Das habe ich früher auch in anderen Destiny-Streams schon immer nicht leiden können. Ich habe nichts gegen Noseworthy und Smith an sich selbst. Noseworthy und Smith. Klingt halt irgendwie wie so eine Weapon Manufactory. Noseworthy und Smith. Aber halt... Oh Gott, können die nicht wirklich excited sein, so really excited, so im Sinne von wie, yo, das ist eine reale Reaktion, weißt du so? Weil halt das klang mir so wie, hey fellow, nee, hey fellow Guardian, hey buddy, hey friend, ja, ich mache meine Haare jetzt nach hinten, die nerven mich. Das klingt, willst du so im Sinne von, ey Digga, willst du mich child molesten oder was halt, so dieses, hey little buddy, I know we had a rough patch together. We had so much fun. Can you remember? Das ist so dieses künstliche. Weißt du noch, als wir so gelacht haben? Wir haben so gelacht. Weißt du, und das finde ich halt so. Oh, ihr verkauft mir echt nichts. Also vor allem Luke Smith verkauft mir leider nichts, wenn er mit so. Ich weiß, er muss so gestaged reden, aber das ist wirklich nervig. Naja, anyway. Und rein geht's in die Olli. Sound guy. The final shape has been an amazing project to work on. The amount of creativity, the amount of design work, the amount of all these elements coming together has been inspirational. I was like, are you guys seeing this? Are you guys seeing this? It looks awesome. I think that we're gonna have a pretty big impact and it's gonna shake things up a lot. And we just wanted to give you a glimpse of what we're working on. Yep, und jetzt, ja, okay. Ich glaube, ich bin nicht im Bild. Auch die Subclasses, checkt euch mal aus. Ne? Die Subclasses da unten.
entgangen ist, was ich jetzt nicht gesehen habe. Subjugator of Gardens. Ich werde mal kurz gucken, wo mein Gesicht ist. Ich muss das stets machen, dauernd. Ich kann leider nicht im Vollbildmodus sein. Ich bin zu hängen geblieben. Mein Gesicht war schon wieder 10 Jahre im Bild, Mann. Wieso kann ich mir denn das nicht merken? Alter, ich muss es nochmal kurz cutten. Mein fucking Face war schon wieder im Bild. Alter. Of design. The reef and beyond. So, Leute. So. Ach, Mano, grüß die Boy. Was bist du so dumm? Hey, ich musste nochmal... Ja, also nochmal kurz zurückgejumpt. Ich musste nochmal cutten. Ich hatte schon wieder vergessen, mein größer gezogenes Gesicht kleiner zu machen. Also, ja, wir gehen nochmal hier kurz rein. Ja, so, gut, rein. It's a journey that'll end inside the traveler with you facing the witness. Oh, natürlich doch. But facing the witness is not the end of Destiny 2. Natürlich. And it's definitely not the end of Destiny. Oh, nee. After you face the witness, we're going to tell you what's coming next to Destiny 2 and beyond. Kannst du gehen, Mann? We'll see you soon. Thank you. The final shape has been an amazing project to work on. The amount of creativity, the amount of design work, the amount of all these elements coming together has been inspirational. I was like, are you guys seeing this? Are you guys seeing this? It looks awesome. I think that we're gonna have a pretty big impact and it's gonna shake things up a lot. And we just wanted to give you a glimpse of what we're working on. Oh! Full screen, full screen, full screen. Nein! Ich will doch mal was. Ich muss ja hier schon einmal draufklicken. Ich muss nämlich gleich mal kurz pausieren. Los geht's. Bam! Das habe ich vorhin nicht gesehen. Subjugator of Gardens. Nice. Ich wollte es mal gesagt haben, ne? Der Gärten. Und jetzt, übrigens, checkt schon mal unten die Subclasses aus, ne? Das ist mir vorhin auch dann so instant so, ich dachte, hä? What the fuck? Digga! Okay, das ist erstmal Ladefeld, dieses prismatische Ladefeld da unten. Übrigens, der Tower sieht doch irgendwie kleiner aus. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass der so klein war damals. Und ich weiß auch echt nicht, ob die das offizielle das offizielle Building Model genommen haben, aber es sieht jetzt gerade, als jemand, der gerade erst in Destiny 1 mal wieder drin war, um abzuchecken, wie es war, sieht das ein bisschen kleiner aus. Aber ihr habt ja gerade gesehen, also dieser Mix-Up, dieser Mash-Up, alle verschiedener Supers, ne? Übrigens, auf allem einen Barrier Break? We are going into the pale heart of the Traveler, and the Traveler has chosen you, the Guardian, to be its champion. It's empowering us with gifts that we've never really had before. One of the concept artists early on created this very evocative image of a Guardian with light armor and dark armor. We're like, we really need this in the final shape. This is the ultimate form of being a Guardian, to wield light and darkness at the same time. We built Prismatic exactly to be that. Prismatic is the new subclass in the final shape where you can combine certain class abilities from different damage types together. Getting light and dark and mastering it. No one's done that before. Like the Witness is manipulating the energies like this, but the Witness is not a master of light and dark. You are. The Guardian is. Players are. Leute, besucht doch jetzt mal den Bungie Store. Ich bin mir sicher, die haben jetzt neue Items und es ist auch gerade Sale, by the way. Also ihr könnt euch einiges holen. Ich glaube, ich werde mir dort nämlich das Exo Artwork Book holen für Exo Weapons, weil ich mag sowas halt. Aber anyway, sorry fürs wieder mal unterbrechen. In Prismatic, underneath your super bar, there's a light meter and a dark meter. As you deal damage with either light damage or dark damage, it fills the respective sides of the meter. Once both sides are full, you get this new level of power that we're calling Transcendence. I love Transcendence
because you do these cool motions. For Warlocks, we have this cool, like, mystic pose. Hunters are gonna do this cool, like... The Titan one where you just go... Oh, Digga, Doppelhammer! You get a new, unique Alter, habt ihr grenade das gesehen? Doppelhammer, Alter! Combines both light and dark together. The Hunters get this fire and ice combo. Titans, Strand, and Arc. For the Warlock, Stasis and Void together. You have a weapon damage bonus that stacks on top of other weapon damage bonuses. Your grenade and melee are both instantly refunded when you cast Transcendence, so you can loop them together, one after the other. That's really exciting. That is so good. We're kind of thinking about Prismatic as this advanced subclass where you have more build crafting options, more potential combinations, more fragments than you normally get, more fragment slots to socket them than you normally get. That is a lot of combinations. 2,300. No, I'm just kidding. I don't know. I'm just the art director. Dude, das ist einfach sehr I think geil. that Prismatic feel. What the fuck? Seht ihr mal das Exo-Symbol da unten? Ja, ne? Ihr seht's ja wahrscheinlich. Dieses, das ist ein geil eingefrorener Frame gerade, aber hier, ne? Das ist irgendwie so Golden Gun mit irgendwie Golden Pistol. Und achtet auch mal unten auf die Weapons, falls ihr jetzt nicht so distracted von der anderen Footage seid, weil ich glaube, dort könnten die ein oder andere neue Weapon, das neue Weapon-Modell auftauchen. You are doing combinations you shouldn't be able to do. It feels a little game-breaking, I'm not gonna lie. It will be game-breaking! Alter, ich wollte es eigentlich nachher sagen, aber stellt euch mal Crucible vor. Oder Esoterik, Leute, die was ist mit alten Dungeons? Ich komme nachher nochmal drauf zu sprechen. You're gonna be like, oh no, what have I done? I'm gonna be here all night. What the fuck? Who's that? Irgendwie eine Tele-Schockfaust. Also Teleportation-Schockfaust oder sowas. Unstoppable. It's not just about the mastery of light and dark. It's not just about using multipowers at the same time. It's about figuring out how they work in concert in really interesting ways. We're transcending kind of the bounds of light and darkness. There's all these subclasses that really resonate with people, and now you can finally combine those and make your own Guardian feel very uniquely you. This like really opens up the doors for unexpected, like really wild stuff. I love being a hunter and having gunpowder gamble and blowing them up. And then we're like, well, wait, what if you could slow enemies? You could throw out, your shurikens, and then you blow them up as well. And it's like, okay. I didn't think I could ever do those two things at the same time. Wie switchen die denn zwischen den... Also, habt ihr gesehen? Die switchen ja zwischen den gesamten Grenades. Also, noch näher, Mike. Wie switchen... Und seht ihr's? Oh Mann, leider ist dieser Bar im Weg. Ich gehe nochmal zurück kurz. Alter. Achtet mal unten auf den, sorry. What if you could slow... You can throw a Withering Blade melee and like bounce it between a bunch of people and get like 3 kills from one melee, and now your gunpowder gamble's like fully charged, right? And so like certain interactions I think get a lot easier just because we've sort of made the aspects a little bit more permissive, a little bit looser. So like when we playtest, I'm probably gonna be running Warlock with the Lightning Surge build where you have Arcane Needle for 3 melee charges, and then you combine that with Lightning Surge. You can throw Bleak Watcher on top of that for just like a little extra crowd control, or you can throw Devour. And so you're, jumping in, Lightning Surging, that's killing a bunch of stuff. You're activating Devour. That gives you infinite sustain, effectively, to stay in the fight. As a Titan, you can just quickly start using your arc abilities to jolt all the enemies around you, and then kind of finish them off with like the cool blades of Strand, and it's so... Ist auch irgendwie, glaube ich, ein neuer Grenade Launcher, wenn ich das jetzt richtig sehe. Destructive build that you can just like destroy everything around you, and it's super fun. There was this moment for me where I was like, wait a minute, I could send out Threadlings
and have a Bleak Watcher. It just creates these moments of escalation within the combat, and I think that's really exciting for me. If you combine Bleak Watcher and Feed the Void, you consume your grenade to throw your Bleak Watcher out there, and so it's, you know, locking stuff down with stasis, doing crowd control. You can clean that stuff up pretty easily with, you know, an Arcane Needle melee, which has 3 charges. Those ability kills will activate Devour, which gives you more grenade energy every time Devour activates, so lets you loop your Bleak Watcher. And so you can have like multiple Bleak Watchers out on the field, freezing stuff everywhere. You're just like launching your cool strand melees out, and everything's dying, and it's great. Embracing the challenge of like, how do we make stuff that wasn't initially intended to like work together in the same build? Like, how do we twist them and warp them and push and pull this and that to make them work together? I'm excited about, you know, seeing all the players like talk about their favorite combinations. I'm just looking forward to all the videos that people make of their own custom builds with their own exotics that they're pairing it up with to create like these amazing builds. It feels infinite to me, and I'm really excited about that. Okay, Blackscreen. Jo, ihr habt ja auch gerade kurz gesehen, da waren irgendwie so Mini-Psion-artige Enemies, also die Mini-Psion-Subjugator-Enemies, habt ihr ja auch gerade eben gesehen. Ich glaube trotzdem halt, also invalidieren die dann vielleicht eventuell alte Dungeons, was ist mit der Difficulty von alten Dungeons, werden die dann noch, oder zum Beispiel, keine Ahnung, kannst du dann nicht komplett durch übelste Encounter durchskippen, durchskaten, dich komplett durch, weißt du, wie ich meine? Ist das nicht vielleicht ein bisschen zu easy? Und ich weiß auch nicht, zum Beispiel, wenn man jetzt alte Challenges macht, zum Beispiel jetzt, heute kommt ja The Whisper raus. Bei Zero Hour haben sie gesagt, ja, ein paar neue Enemies mit rein. Und dann kommt halt quasi The Final Shape und dann hast du vielleicht diese Mission trotzdem noch, aber dann sind die wieder komplett ultra easy. Es sei denn, die pimpen die halt auch noch auf, naja. Wir werden sehen, aber naja, seid erstmal weiterhin gehypt. Ich glaube, jetzt kommt die neuen Enemy Races, also die eine neue Enemy Race. Und Paare. Und seht euch einfach als. Das fand ich halt ein ziemlich geiler Part. So, wieder ab in die Ecke hier oben. Noch ein Stück kleiner, weil es ist zu groß. So, und weiter geht's. Yeah, hallo, ja. Ach, shit. Zum ersten Mal, neues MG by the way. Und ihr habt es ja auch gesehen, da gab es diese Psion, also ich finde, Artwork, glaube ich jetzt. In the final shape, we're going to be making these new exotic class items. These new exotic class items allow you to steal perks from other exotics and combine 2 perks together into one single exotic. Oh, seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Wir machen hier mal schön Stop. Und wir gehen hier rüber schön. Und wir machen hier den. Und wir machen hier mal. Nein, ich will meine Cam. Hallo. Seht ihr das? Oh, warte mal. Das hier. Ja, genau. Das sind neue Weapons, Digga. Neue Weapons. Und was ist das? Ist das ein neues Placeholder-Artefakt oder ist das jetzt schon ein richtiges Artefakt? Und hier oben sieht man ja auch das von. Was ist das überhaupt für ein Symbol? Woher kriegt man das? Und hier, ne? Das ist locker das prismatische Klassen-Icon oder sowas. So, wir gehen weiter. Come on them are actually random rolled. One thing that is going to be fun is to chase these perks and then find different combinations that work really well. These new class items are all about prismatic.
Schon wieder eine Sekunde zu spät gestartet. So, wenn ihr in Destiny reinladet, ich weiß nicht, ob das, ja, in Destiny 2 seht ihr ja diese Dinge hier, obviously, ne, das sind ja immer diese Dinge, diese Beginner, also wenn man in Destiny reinlädt, ne, die Loading Bar Dinger, das finde ich geil nochmal irgendwie, dass sie so eine kleine Hommage gemacht haben an diese Dinge, die wir all die Jahre schon sehen und jetzt werden die nochmal in so Class-Items wiederverwertet. Auch hier, ne? Ich denke, das ist ja wie beim Loading Bar. Are all about prismatic and making that feel good. So it's gonna be all about enhancing your builds and your combination of light and darkness and achieving transcendence and what transcendence does. They also look so good. With these class items, we wanted them to stand out as special. They have these 2 perk columns that take aspects from other exotics. Exotic class items are going to let you do things that other classes consider their own, but now they're yours. I managed to get, for my slow 'em down, blow 'em up hunter build, a roll on the exotic cloak that made it so powered melee kills caused enemies to ignite, and also I could get an extra dodge charge, so I could do an extra slow charge on enemies at the same time. We want it to feel a little broken. It definitely felt like I had 2 exotics on my cloak, which is kind of the intention. We want that to feel like you're bending the rules a bit. It just opens up the space for mix and matching in a way that I think is gonna just be fun. Jedes PvP-Match mit Samuels muss so einfach so Bombe sein, Junge. Dieser Fun, diese becomes the Energy. meta. They look amazing. They have visual effects that activate when you are transcendent. It just really ties into this overall theme. But on top of that, the gameplay with basically stealing exotic traits from other exotics, and even from classes that aren't you, adds this element of spice to them, and the fact that it's random rolls, you're going to want to keep looking for the right one for your builds. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt, ich weiß nicht, ob jetzt wirklich ein Destiny 3 eigentlich nicht besser gewesen wäre. Wisst ihr wieso? Weil ich habe das Gefühl, stell dir mal vor, du retrace Destiny 1. Ja, ich meine, und wir müssen in OBS zurückgehen. Stellt euch mal vor, ihr retrace Destiny 2 von Jahr 1. Also ihr macht jetzt so ein Direct Comparison. Und Alter, Digga, wie weit das da jetzt theoretisch, wenn das rauskommt, wie weit das dann schon fortgeschritten, also was die ganzen Updates dafür gesorgt haben, dass Destiny 2 immer wieder anders wird und anders wird und anders wird. Und ich glaube, Forsaken war wirklich der Beginning Stepstone halt, ne? Ja. Ich weiß nicht, was auch immer, egal. Machen wir einfach weiter mit dem Stream. Ich weiß nicht persönlich, ob es nur an meiner Auflösung liegt oder sowas, aber ich denke mal, wenn ihr einen 4K-Monitor habt oder sowas, dann ist das natürlich nochmal besser. Dann sieht das alles natürlich auf jeden Fall, wow, wie obvious halt, aber ich meine halt, ich fand, dass die Klassen-Items hier so ein bisschen muddy aussehen, ein bisschen, oh jetzt! Yeah! The Dread are this new witness faction. When you... Oh my god. Bro. Also jetzt nochmal ganz kurz, bevor ich das komplett durchlaufen lasse. Es gibt ein paar Enemies, die haben natürlich ein paar Fähigkeiten sozusagen gehijackt von anderen, wie beispielsweise halt ja, diese Mini-Subjugators, diese psionischen, ne? Aber zum Beispiel, ich glaube, diese Winged Beasts hier, die geflügelten, die sind ja auf jeden Fall jetzt neu. Ja. Na, anyway, wir machen weiter. You see these new characters, not only do they look unique and new, but you see like a through line that we've been building through the years
that connects it all together. And you've seen a member of the Dread before. You might remember seeing the Tormentor make a big appearance last year. Nah. Well, that was Who's just the this first guy? one. First guy. You have like this slate of new enemies with like the Tormentor and the Subjugators and the Weaver and the Attendant and the Grim and the Husk. This is like the Seht ihr? Also halt, guck mal, hier drüben. Das ist ein Fallen. Das ist 100%ig ein Fallen. Gut, das ist halt ein neuer Enemy. Erinnert mich ein bisschen an die Skimmer aus Halo. Das erinnert mich ein bisschen an die Scorn. Und das ist obviously ein Hunter. Ne? Ist ja klar. Ja. Boah, meine fucking Haare. Naja, anyway. Also ich will jetzt nicht scheiße labern. Und ich finde halt auch die Facial hier, die Weise. Jeder hat so ein anderes Pattern, so ein anderes Muster. Das ist ein Strand Subjugator, das ist ein Cryo Subjugator. Ja, geil. Aber halt, man sieht halt auf jeden Fall die Influenzen. Ich denke, dass irgendwie so ein paar Enemies, also die sagen es ja später auch zu den Weavern oder so ähnlich, dass das quasi veränderte Psionen sind. Hat man ja vorhin auch gesehen vom Movement, die haben diese Rücken-Jetpacks und laufen dann immer so rum. Boah, ja, Digga, diese Elephant Foot oder was? Aber, ja. Also ich glaube, für mich am allerfreshesten werden sich wahrscheinlich vom reinen Charakter Neuzugang wahrscheinlich Subjugators und Grims, wie auch immer sie heißen, fühlen. Aber ich finde es auch cool, dass die alle hier so ein Gesicht haben. Wie als würden die von so einer Ancient Army oder sowas dazugehören. embodiment of the Witness in these new enemies. The Grim is probably one of my favorite new enemies that we have in Destiny. I think it's a poster child of the Dread in some ways. It's this bat with a gun. Exactly. Oh, ich habe natürlich den Sound gleich geskippt, gell? I think it's a poster child of the Dread in some ways. It's this bat with a gun. The gun bat, yes, exactly. Junge, wir müssen einfach einen Clip aus seinem Gelache machen. It does a scream and it swoops all around the battlefield. Das hat auch einen geilen Schall. I've never seen Destiny. You are facing now the first flying character with actual wings. They can screech, and if that hits you, it suppresses your abilities. It also slows you down. Das ist wie die Plasma-Pistole aus Halo. Aber ich find's geil, dass die so einen Screech, so einen Sonic Blast haben. Das ist geil. The Husk is this melee bruiser who has these incredibly dangerous looking blades, and they're going to do these cool acrobatic attacks. They hurt. They have two of these very sharp melee weapons, and they just come charging with those things and will just slice and dice. They are really dangerous, especially in groups. If you manage to kill the Husk, you have to be careful, because if you kill it the wrong way, what's inside of the Husk, the Geist, is going to pop out and it's going to seek you out. A Geist has killed me, more than I care to admit. Now I'm like looking everywhere every time I go into a fight, and I'm like, is there a Husk somewhere? Is there a Husk somewhere? Because I'm targeting that first. The Weaver and the Attendant are our Strand and Stasis scions that have been reshaped by the Witness. We wanted to show like the influence of darkness powers on these characters. They have a stasis ability that can shoot at you that will freeze you. They have a strand ability that will pull you across the battlefield. The fact that you can get suspended and frozen in place just adds a big new dynamic to the fight. The Weaver does something we've never done before. He'll shoot out this complete, powerful strand wave. Alter, ich weiß nicht, ob ihr dieser Sonar, dieses Sonar-Noise von diesem Attendant oder Weaver, was es auch war. Ja, erstens habe ich das schon mal irgendwo gehört, also es kommt mir bekannt vor, und zweitens, ich wollte jetzt auch noch was dazu sagen. Scheiße, ich habe irgendwie vergessen, was ich sagen wollte. Ach, sorry, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. If that thing hits you, it's almost like a rubber band. It like pulls back. So. Ich glaube, die sehen das alle so ein bisschen aus einer richtigen nur Developer-Perspektive. Also die sehen natürlich ihr Excitement, ihren Payoff. Ich meine, die haben das alle designt und programmiert und dann eingebalanced und so, ne? Also wie heißt das, kalibriert. Deswegen sehen die jetzt aus so einer I did this Perspektive.
Aber ich denke mal, die sollten wirklich Leute wie Esoteric, also halt Higher Pro Player, Higher PvPler und sowas oder irgendwie, wie heißt das hier nochmal, Speedrunner, sollten die mal alle da reinschicken, damit die das mal, damit die mal checken können, was für eine Challenge das immer so ist. Also, ne, ob das mal eine richtige Challenge für auch solche Leute ist. And like snaps and that pulls you towards that character. As one character doing that to you, yeah, you can handle it. As soon as there's multiple characters trying to pull you in different directions towards you, you have to approach it in a different way. Nice stuff. We're really excited about everything that we've been doing for the final shape. What's that? To approach as one character doing that to you, yeah, you can handle it. Ja, okay. $$, Transcendent, $$. Also weil das halt noch ja obviously im Development ist, dieses Icon. The Broken Deep, Lost Sector, Master Lost Sector? Okay. Good. We're really excited about everything that we've been doing for the final shape. It just feels like there's a really cool through line through all of this. Ja. Lasst euch nicht, übrigens, sorry fürs gesamte Unterbrechen, aber die zeigen schon wieder sehr oft selbe Places. Also weiß ich nicht, wie weit die wirkliche Player, also wie weit die wirkliche Arealspanne ist, ne? Wie weit man wirklich gehen kann. Wie oft ist das Terrain, wie offen ist das Terrain? It's the culmination of the Guardian's journey over the last 10 years. We wanted to deliver something that's really like fun and exciting and engaging for players. It is amazing to see this initial inspiration carried all the way through to become a reality in the final shape. Ja, Zavala mal richtig im Battlefield, auch was Neues, Alter. Ich hab gedacht, Crow, ihr habt gehört, Crow. Ich hab hier gerade gedacht, also das ist locker die Intro-Mission. Da gehen wir kurz, oh yes. Das, ihr seht's ja alles. Also das ist hundertprozentig die fucking Intro-Mission. Ihr habt Crow gehört, we need to go, weil Crow hat irgendwas rausgefunden, gehe ich mal davon aus. Und ihr müsst jetzt abdampfen, also ihr müsst jetzt wirklich live gehen. Ich habe echt gedacht hier am Anfang, das wäre dann so, also als ich vorhin noch nicht wusste, was das ungefähr sein könnte, habe ich gedacht, das ist so der Punkt, wo jetzt Kate gezeigt wird nochmal irgendwie. Aber egal. Ich weiß auch, was hier abgeht. Die zeigen dir gerade, also dort werden wir wahrscheinlich den ersten Encounter haben mit dem gesamten neuen Enemies, mit den Subjugators und so. Yo, we need to go. Crow hat was rausgefunden. Scheiße, wir sind dort. Fuck, und auf einmal überwältigen die uns und wir müssen abhauen. Ne? So wird wahrscheinlich der Storyfaden sein. The witness brought darkness into the traveler. Das ist auch eine geile Idee, mit Darkness den Traveler von innen heraus zu infizieren. Ich finde, das ist eine geile Idee eigentlich. Into our annihilation. Ja. Am Fuße eines Baumes. Hä, wo ist das? Ah! Das, für die es nicht wissen, das ist von Destiny 1 die Halle der Helden. Wenn man da unten rein... Die Halde der Helden, ja. Theoretisch ist das eine Müllhalde gerade. Aber so sieht es zumindest aus. Die Wandshapes sind so nach unten. Hier die Banden links und rechts. In der Mitte war früher ein Tisch. Ja, dieser Circle in der Mitte. Ich war auch erst vor ein paar Tagen wieder in Destiny 1, deswegen weiß ich das. Oh ja, ich bin so schlau. Aber ich meine halt... Also dort wird man offensichtlich die prismatische Power erlangen. Something's changed in the Guardian. New power. I can feel it. I don't really feel like it. Yeah. Take this power, Guardian. Be brave in dark places. For we are the light of hope. Das ist die Traveler-Stimme.
damit ihr euch die Nummern mal kurz merkt. Das sind wahrscheinlich Codenummern für Embleme. Oh yeah! Und das war's noch nicht. Also, kurzer Spoiler. Wie gesagt, ja, das waren jetzt die Emblem-Codes. Ihr haltet einfach das Video dann an, ne? Dann könnt ihr euch die alle einfach mal rausschreiben. Ich denke, dass es dort eben halt, dass das eben Emblem-Codes sind. Ich gehe mal davon aus, ansonsten würde man ja keine neunstelligen Zahlenbeträge rein senden. Was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen? Ja, es wurde ja auch gesagt, es gibt mehr Cutscenes, also, ne? Ja, yeah. Und ihr habt auch gesehen, das waren jetzt nicht solche In-Game-Graphic-Cutscenes, sondern das waren wirklich higher rendered Cutscenes. Also ich hoffe, davon haben die wirklich mehr. Wir werden es ja sehen dann, ne? Ja, los geht's. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Häppchen, zu dem zweiten, ja, kleinen Mini-Snack. As the final shape approaches, and the forces of the Witness surge at the city, Lord Shax has been authorized by the Vanguard to place triangle ships in the city? Alrighty. Of banned weapons from his personal collection back into circulation. Powerful gear for a powerful guardian. Good luck. Careful with that. Weapons we once deemed heretical, we now see as desperate measures. I know you'll use this well. Fight well. Pushing back buys us only time, but the alternative is unthinkable. Europa-Map? Fragezeichen? What you do with that? Ja. Magnificent. Nice. Ja. Die kommt heute raus, by the way, eigentlich. Von dem, was ich gehört habe. It's time, Guardian. Alles. Crush them. Let them come. Der Videocut war echt geil. Show me what you've got. So if the enemies of humanity want war, let's give them war. Ja, das war's dann, ne? Getting creative. I love to see it. Ja, Leute. Nichts weiter zu labern. Ja, Bro, also ihr baut jetzt wahrscheinlich alle hoffentlich in Onslaught und verdient euch ein paar neue Reprise Weapons. Oder vielleicht baut es ja schon in The Whisper rein oder so. Ja, ich will mal kurz Audio-Check. Okay. Ja, also dann erstmal thanks, falls ihr bis hier zugeglotzt habt. Ich werde euch jetzt nicht weiter zulabern. Ich habe auch noch Shit zu erledigen und ich will, wie gesagt, einfach nicht weiter euch belästigen mit Bullshit. Also wir sehen uns vielleicht ja auch irgendwann mal auf dem Battlefield. Aber ich kann jetzt noch nicht zocken, leider. Okay. Ihr haut rein, ne?